Ach ja, eine Woche. Hättest mir nur eine Woche Zeit gegeben. Meine Güte, ey. Da war ich kurz auf Hayamaten. Ja, ich habe vielleicht erst ein bisschen an die anderen Bäume gedacht. Aber du warst ja ganz still, warst noch zu und dann BOM, war er da. Ja, und damit Glück auf Bonsai-Kumpels und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog eines bereits ausgetriebenen Ahorns, den ich eigentlich umtopfen wollte. Ja, wir haben, um genau zu sein, den 31.03. Ja doch, morgen ist Ostersonntag ist auf jeden Fall. Vor einer Woche war Hayamaten. Vor Hayamaten hatte ich mit ein paar anderen Bäumen ein bisschen was zu tun. Wir waren noch so im Winterschlaf, alle Knospen zu. Habe ich gedacht, komm, erst Hayamaten, ein bisschen Drahten, hier Lärche, dies, das. Wisst ihr ja alles mittlerweile. Ja, also Hayamaten 2024. Wer weiß, wann dieses Video rauskommt. Ja, und da habe ich gedacht, komm, jetzt topfst du mal den geilen Katsura um. Und ich habe schon Tag Freitag gesehen, dass er schon so anfing und jetzt 2 Tage, bumm. Also unglaublich. Ja, in dem Zustand umtopfen, ich weiß nicht, hat sich zum einen erledigt, könnte man bestimmt irgendwie machen, wer jetzt auch nicht ganz tot bringt. Aber da habe ich irgendwie auch keine Lust mehr zu. Ja, und jetzt ist er natürlich extrem ausgetrieben. Hier sind ganz viele Triebe, die ich letztes Jahr einfach habe durchwachsen lassen, die hier gar nicht dran gehören. Die werde ich jetzt gleich mal entfernen und dieses Jahr werden wir auf jeden Fall, nee, ich will es nicht versprechen, ich versuche dieses Jahr auf jeden Fall zumindest einen Blattschnitt zu machen. Ob es mir gelingt oder nicht, jetzt fangen wir ein bisschen später an dieses Jahr mit diesem Baum, um ein bisschen Footage zu machen. Also Videoinhalt, würde ich mal sagen, würde ich schon gerne einen Blattschnitt machen, zumal ich den jetzt auch hier und da ein paar Äste klaue und da, wo er sich ein bisschen mehr verzweigen soll, gerade hier dieser Seitenast, da fehlen natürlich so ein bisschen die Äste. Was ich auch krass finde, ist, dass so im Altholz irgendwie keine Knospe bekommt. Richtig krass hier oben, die sogenannte Apikaldominanz, ja, das tolle Wort. Auch wenn man das Wort nicht kennt, erkennt man halt, dass er hier oben brutal austreibt. Hier oben werde ich ihn jetzt gleich richtig krass zusammenschützen, auch hier überall was rausnehmen. Keine Sorge, der treibt nochmal aus. Ich mache die Schale noch vielleicht ein bisschen hübsch. Ja, und dann kriegt er auf jeden Fall einen Blattschnitt. Das möchte ich noch einmal kontrolliert dieses Jahr machen, dass er dann vielleicht auch an den Ästen, die ich dann überlasse, da die sich auch weiter etablieren sollen, dass er da vielleicht nochmal hier und da eine zweite oder dritte oder vierte Knospe macht. Ja, um es nicht ganz so lang werden zu lassen, würde ich sagen, ich hole euch jetzt ein bisschen näher ran. Einmal schon den Zeitraffer, dieses ganze unnötige Laub, wo er jetzt natürlich auch Energie reingesteckt hat, was mich eigentlich am meisten ärgert. Ja, einmal eben zurückschneiden und dann wollen wir mal gucken, dann so, wenn ich den Blattschnitt vorbereite, dann können wir nochmal, wir machen wahrscheinlich für diesen halben Blattschnitt. Einmal erstmal grob die Triebe zurück und dann 2 oder 4 Wochen später will ich jedes Blatt ab. Aber das werden wir sehen, deshalb ich beeile mich eben und wir sprechen uns im Sommer wieder. Ja, wie schnell die Zeit immer rumgeht, oder? Habt ihr jetzt schon am Anfang gemerkt? Erst habe ich den Zeitpunkt verpasst, wo ich den Baum umtopfen wollte. Und dann habe ich den Zeitpunkt irgendwie verpasst, nochmal übers Jahr den Baum hier runterzuholen, vor die Kamera zu stellen und euch zu zeigen. Ich habe aber auch nichts dran gemacht, außer ihn einfach wachsen lassen. Aber summa summarum ihn auch nicht wirklich gedüngt. Hier liegen noch so ein paar Hornspänchen drauf, weil ich mal einmal so rumgegangen bin, alle so ein bisschen mit Hornspäne. Aber richtig gut Dünger hat er auch nicht gekriegt. Aber was ich jetzt im März 2023 vor Hayamaten noch machen kann, ist definitiv den Baum umzutopfen. Das ist dringend nötig.
Hätte letztes Jahr eigentlich auch schon passieren müssen, weil er steht schon viel zu lange drin. Deshalb möchte ich den jetzt umtopfen. Und zwar beginne ich jetzt erstmal, dass ich den einmal zurückschneide. Hier sind so ein paar Äste, die auch wieder hier kreuzend in den zweiten, das ist ja ein Doppelstamm, in den anderen Stamm hier wachsen. Also der hier kommt gleich weg. Hier kommen so ein, zwei Äste weg. Hier muss sowieso ein bisschen quasi die Laub oder die mögliche Laubmasse, also Knospen sind ja irgendwann mal Laub, reduziert werden, weil ich ja auch die Wurzeln reduziere. Das passe ich ein bisschen an. Ein bisschen bin ich am Überlegen, ob ich hier und da so feinen Draht anlege, um so ein bisschen Grundstruktur nochmal reinzubringen. Dann ein bisschen meine Pruning Paste hier drauf und so, das einmal eine Nacht oder zwei antrocknen lassen und wie gesagt, die Knospen sind alle noch geschlossen. Dann werde ich jetzt erstmal anfangen Rückschnitt und in 5 Tagen oder 3 bis 5 Tagen so circa werde ich ihn dann mal umtopfen. Das ist auch für euch jetzt alles durchgehend im Zeitraffer. Ich erwarte hier drunter ein richtig geiles Nebari, weil man hier schon an der Seite so ein bisschen so eine Holzplatte vermuten kann. Das ist ein Baum, der nie abgemoost wurde, also den ich mal so als Jungware gekauft habe, mal so durchgezogen und quasi das Nebari, was wir jetzt da haben, das haben wir. Und da bin ich echt gespannt. Das heißt, wenn ich ihn raushole und dann so das alles freilege, dann werde ich dazwischen irgendwo so ein Take machen, wo wir einfach nochmal ganz kurz über das Nebari und den Wurzelfuß so reden können. Oder ich zumindest zu euch reden möchte, wie geil das hoffentlich ist. Oder wie unerwartet schlecht, weiß ich nicht. Das wird eine Überraschung. Ja, dann topfe ich den ein und dann würde ich mal sagen, so einen richtig nächsten Take seht ihr dann quasi, wenn der Baum wieder im Laub steht. Ja, Acer palmatum Katsura und er ist schon wieder Katsura-mäßig geil ausgetrieben, obwohl wir ihn ja gut zurückgeschnitten hatten, umgetopft, kam sehr gut an. Ja, jetzt muss ich bloß sagen, mein feines Topping mit dem feinen Akadama, was ich hier draufgelegt habe, ist schon wieder wie vom Winde verweht. Habe den Baum jetzt einmal durchtreiben lassen und werde ihn jetzt mal so ein bisschen einkürzen, den einen oder anderen Ast, der sich jetzt hier auch entwickelt hat, der aus so einer schlummernden Knospe kam, den man am Anfang nicht so gesehen hat, auch gänzlich reduzieren. Ja, und dann nochmal hoffen, dass der Baum vielleicht dieses Jahr noch einen Zweitaustrieb macht. Ich werde ihm jetzt gleich noch ein bisschen Dünger hier auflegen. Ich bin noch so mit mir am Hadern, ob ich Düngekörbchen nehme oder weil die Oberfläche jetzt schon nicht so schön aussieht von der Schale und ich das eigentlich auch nicht korrigieren will, weil dieses feine Zeug im Moment immer nur wegfliegt bei mir.
Ob ich jetzt hier einfach den Dünger so auf die Oberfläche aufbringe, wo ich im Moment auch stark von ausgehe. Ja, und wie gesagt, einmal reinschneiden, dass man wieder ein bisschen besser reingucken kann, dass die inneren Partien ein bisschen besser Licht kriegen, dass wir ein bisschen die Plateaus in Anführungsstrichen ausarbeiten, sofern das dann möglich ist. Hier diesen kleinen Zugdraht, den ich hier außen gemacht habe, den werde ich jetzt auch mal eben entfernen. Also einmal aufräumen, einmal so die Johanni-Schnitt-Maßnahmen machen, so unter dem Motto. Ja, und dann mal gucken, wie der Baum uns im weiteren Sommer das zurückgibt und zeigt, dass ihm das gut getan hat, hoffe ich. So, Katsura, letztes Jahr umgetopft. Wir haben März, Anfang März 2026. Ist dann ja noch so halbwegs gut durch die Saison gekommen. Ich wollte ja nochmal, glaube ich, was im Oktober oder so zeigen. Pustekuchen war nicht. Ist auch verhältnismäßig schlecht ausgetrieben wieder, auch was so diese Rückknospung angeht. Aber es ist ja typisch bei Ahorn so im ersten Jahr. Jetzt sind wir im zweiten Jahr, im goldenen Jahr. Also ich sage mal so das zweite, dritte Jahr. Meistens ist ja dritte Jahr schon wieder umtopfen angesagt. Der hier wird wohl dieses und nächstes Jahr noch in der Schale stehen bleiben. Aber was soll jetzt passieren? Ich möchte jetzt einmal die Frühjahrsmaßnahmen machen. Das heißt, hier sind so ein paar Knospen direkt am Stamm. Die breche ich jetzt weg, weil die gar nicht erst da austreiben müssen. Die stehen dann so wie der hier, steht so hoch, kann direkt weg. Dann so ganz außen so ein, zwei Knospen, die wirklich nicht so dahin gehören, die so hoch stehen oder wo vielleicht manchmal auch noch 3 an einer Gabelung sind, alle weg. Auf die Schale möchte ich jetzt gleich so einmal ein bisschen das Unkraut hier raus. Dann ganz leicht hier Endo- oder Ectomykorrhiza und dann nochmal so ein bisschen feines Akadama hier drüber streuen, dass das schön aussieht. Wundverheilung brauchen wir gar nicht mehr viel machen, weil es sind wirklich alle alten Astaugen durch dieses, was ich mit dem Cutter immer gemacht habe, komplett zugezogen. Also man sieht gar keinen Namen mehr, die sind alle überwuchert. Die können jetzt so schön zuwachsen, sage ich jetzt mal, in den nächsten Jahren. Also das ist schon mal super. Ja, und dann werde ich direkt, wenn er ausgetrieben ist, hole ich den Baum wieder rein, nur um schon mal so für die nächsten Takes schon mal zu sagen, was euch gleich erwartet. Dann werde ich direkt mal einen Silhouettenschnitt so grob machen, das dann belassen, also auch schon, wenn die Blätter so weich sind noch. Ein Silhouettenschnitt, dass der nicht wieder so auslagern wird, das dann so dabei einigermaßen belassen und dann zum Jacobi, zu diesem Jacobi oder wie auch immer heißt, Jacobi-Schnitt, dann ein, zwei Äste, die ich jetzt eventuell schon gerne eigentlich zurücknehmen würde, mal rausnehmen, den etwas größeren Rückschnitt dann erst machen, damit jetzt die Energie wirklich so mal in den Austrieb geht und in dem Baum bleibt. Also ich will nicht zu viel wegnehmen, weil, wie gesagt, auf jeden Fall soll jetzt die nächsten Zukunftsschritte werden Feinverästelung, 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 weil beim Jacobi-Schritt ist einmal wahrscheinlich Rückschnitt angesagt und Blattschnitt. Das wollte ich nämlich gerade noch dazu sagen, weil Blattschnitt soll er jetzt mal die nächsten ein, zwei Jahre kriegen, dass hier die Feinverästelung cooler wird. Es geht schon in die richtige Richtung, gerade wenn man so die Grundstruktur von dem Doppelstamm sieht. Also so habe ich mir das mal irgendwann vorgestellt. Ja, mit dem Ast hier werde ich, glaube ich, nie zufrieden sein. Vielleicht kommt da noch mal irgendwas Gutes, vielleicht auch nicht. Vielleicht brauchen wir da eine Alternative. Wer weiß es. Ich werde mich jetzt erstmal an die Frühjahrsarbeit machen. Das für euch im Zeitraffer und wir sehen uns dann hoffentlich beim Silhouettenschnitt wieder. Ja, und Ende Mai ist der Baum explodiert und ich habe ihn nicht etwas zurückgenommen. Das hat zwei Gründe. Den richtigen Zeitpunkt verpasst, ein bisschen viel unterwegs gewesen. Und das andere war, dass ich bei ganz vielen Ahornern, das werdet ihr auch noch am Ende des Jahres sehen oder vielleicht zwischendurch, habt ihr auch schon das eine oder andere gesehen und werdet noch was sehen, eine Menge Ausfälle hatte. Und wie man hier ganz gut sieht, ist hier oben die komplette Spitze tot. Die ist nicht ausgetrieben, also die ganze Spitze hier ist quasi abgestorben. Ein bisschen gut, ein bisschen schlecht. Da hatte ich erstmal Sorge um den gesamten Baum, weil diese späten Fröste, nachdem alle Ahorn schon ausgetrieben waren, doch schon bei dem einen oder anderen Baum ganz schön Schaden verursacht haben. Aber der Rest ist sehr vital, wie man sieht. Ja, weshalb ich sage, dass es einigermaßen gut ist. Jetzt muss ich die Spitze hier wieder absetzen. Das heißt, ich nehme die jetzt automatisch wieder ein Stück zurück. Das gibt wieder eine Verjüngung nach, also in der Mitte, hier oben. Suche mir hier eine von den neuen Spitzen aus. Was ich nicht machen werde, ist ein Blattschnitt, auch wenn es dem Baum scheinbar sehr gut geht. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst und
Da will ich mich jetzt auch nicht verleiten lassen. Also Blattschnitt ist gecancelt. Ich werde den jetzt einmal zurückschneiden auf 1 oder 2 Knospenpaare, also Internodienpaare quasi, je nachdem in welcher Höhe, welcher Zweigung. Und ich sehe 1, 2 Äste, die einfach so steil nach unten wachsen, oder steil nach oben, die kommen einfach gänzlich raus. Ich habe gesagt, ich wollte so ein bisschen so eine Gehölzmaßnahme noch machen, obwohl das Gap hier noch ganz schön ist und viele andere Sachen auch ganz schön ist. Und mir eigentlich der Austrieb im Ganzen, auch von beiden Seiten, auch jeden, ist er recht vollständig, der Baum, ziemlich gut gefällt. Also ich würde sagen, kommt mal ein bisschen näher ran. Ich mache mich mal in der Arbeit für euch ein bisschen Musik auf die Ohren dabei und dann unterhalten wir uns danach nochmal über die Maßnahmen. Ja, ein klein wenig zurückgeschnitten. Wie gesagt, ich war auch während des Schneidens am Überlegen, Blattschnitt oder nicht, aber ich traue mich nicht. Wie gesagt, diese abgehaftete Spitze, das kann jetzt erstmal in Ruhe neu austreiben, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Aber ich finde jetzt, während man so erstmal alles so auf eine Knospe mehr oder weniger zurückgesetzt, außer hier hinten extra ganz bewusst einen Opfertrieb hier so gelassen. Der soll ein bisschen länger noch wachsen, das kann ich gar nicht so richtig begründen. Das mache ich mal so aus dem Gefühl beim Schneiden und der soll definitiv hier ein bisschen dicker werden, deshalb habe ich ihn jetzt erstmal gelassen. Aber, was soll ich denn jetzt gerade sagen? Während des Schneidens merkt man, oder sieht man schön hier diese Base, also dass der doch schon einen schönen dicken Stammansatz hat. Und ich habe ja im Hinterkopf, dass ich den nächstes Jahr im Frühjahr gerne umtopfen würde. Also der wurde jetzt vor kurzem erst umgetopft hier. Habt ihr am Anfang des Videos gesehen, glaube ich. Aber meine Idee ist, vielleicht noch mal so 2 oder 3 Jahre in so einem Bäckerkorb oder 3 oder 4 Jahre in so einem Bäckerkorb. Die sind noch ein bisschen flacher. Das ist kein Bäckerkorb, das sind so Euro-Boxen, die man kaufen kann. Auch cool hier mit so Gittern noch hier an der Stirnfläche. Sind ein bisschen niedriger als die klassischen Bäckerkörbe. Die werde ich jetzt nur noch benutzen. 5 Euro, 6 Euro im Baumarkt. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber im Globus. Und da habe ich jetzt schon 1, 2 andere reingepflanzt. Ich finde die sehr cool. Und ich bin halt mal überlegen, dass ich jetzt meine etablierten Ahorner, der ist noch nicht fertig jetzt als Bonsai, also noch kein Solitär, aber schon sehr etabliert, würde ich sagen. Die Bari, Verjüngung, der hat so alles, dass man so im Groben schon mal sagen kann, das ist irgendwie so ein Bonsai. Und was würdet ihr sagen? Nochmal jetzt ab nächstem Jahr 3 Jahre im Bäckerkorb, 4 Jahre im Bäckerkorb oder einfach in der Schale belassen und jetzt hier mal weiterentwickeln, Feinverzweigung, vielleicht ab nächsten Jahr dann auch wirklich jedes Jahr Blattschnitt, schön ein bisschen düngen, keine Ahnung. Da bin ich noch so ein bisschen unentschlossen, da würde mich eure Meinung mal in den Kommentaren interessieren und wo mich eure Meinung auch interessieren würde, wäre, ob ihr wieder einschaltet und zwar, wenn es in nächste Woche Sonntag wieder um 18 Uhr heißt My Trees in the Pot mit eurem Patrick. Es würde mich freuen, euch da wiederzusehen. Erstmal danke für heute, fürs Einschalten. Kümmert euch noch ein bisschen um eure eigenen Bäume. Ciao.